Guten Tag, hallo. Hast du dieses schöne Wetter gesehen? Es ist wirklich Kaiserwetter und das im Februar. Ja, die Notizschild auch. Komm, ich muss dir was zeigen. Heute ist ein sehr, sehr guter Tag. Wir haben nämlich Geschenke bekommen. Beziehungsweise, ja, das ist wie Weihnachten. Siehst du, was hier steht? Warte, ich mache so gerade Licht an, damit sie auch was sieht. So. Jetzt tu mal kurz das Licht einstellen, ob das von der Helligkeit und so gut passt. Ich würde sagen, ist okay. Okay. So. Ich bin gespannt, denn das ist auch das erste Set, was mich erreicht. Wir sind Wisepack-Dealer. Also alle, die meinetwegen auch keinen Subaru haben, geht mal auf wisepack.com und da könnt ihr euch für euren Peugeot, für euren BMW, für euren Ford, für alles mögliche Wisepack-Part raussuchen und uns einfach eine E-Mail schreiben. 2 Aufkleber. Füllen wir auch so ein bisschen hier rein. Komm ruhig auf den Herd. Das ist schon mal super stoßsicher verpackt. Aha. Und noch. Wieder genauso eingepackt in Folie. So, was haben wir hier? Wisepack Vorderachse, Subaru Impreza, Hinterachse. Die Vorderachse bestehend aus den Axiallagern inklusive Spurstange. Das sind solche Adapterplättchen für die diversen ABS-Sensoren, die es bei Subaru gibt, die man sich dann hier verschrauben kann. Das ist super gelöst. Der Vorteil ist nicht nur, dass die leichter sind, sondern die haben auch deutlich höhere Steifigkeit. Die sind super geil gearbeitet. Man kann sich hier den Winkel der Spurstange einstellen. Das ist oftmals ungünstig bei tiefer gelegten Autos, wenn die Spurstange, guck mal hier gerade so, wenn die Spurstange so oder so im Auto hängt, tiefer gelegt eher so, ne, weil das Rollzentrum beim Auto einfach zu niedrig ist durch die Tieferlegung. Kann man sich das eben hier mit diesen Einstellscheiben justieren. Zudem ist noch ein großer Vorteil, dass der Lenkwinkelradius wird verkürzt, da hier die Geometrie etwas anders ist. Somit hat man ein besseres Ansprechverhalten der Lenkung und eine direktere Lenkung. So, Hinterachse auch 1 Kilo leichter, Vorderachse war 2 Kilo leichter. Dort sehe ich den größten Vorteil darin, dass die Befestigungen der Bremspunkte deutlich massiver sind. Bei den originalen Anschraubpunkten des Bremssattels, das ist schon sehr schwach konstruiert, will ich mal sagen, im Vergleich zu hier. Sonst sparen wir hier 1 Kilo bei der Hinterachse, es ist alles Uniball gelagert und ist von der Qualität allerhöchste Sahne. Was noch zu sagen ist, man kann hier entscheiden, ob man 5x100 Radlager montieren will oder 5x114,3. Auch ein großer Vorteil in meinen Augen. So sieht's aus. Finde ich sehr schick und gibt es für das Modell 1993 bis 2007. Aber ich glaube, dass die Hinterachse sowie auch Vorderachse mit ein bisschen Umbaumaßnahmen auch in die New Age, also 2008 Plus Modelle passen. Das war es auch schon wieder. Ich wollte das euch einfach nur mal zeigen. Ich finde das sehr, sehr attraktiv und zu einem schicken Auto mit schickem Motor gehört auch ein ordentliches Fahrwerk. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!